Winter, verschneite Landschaft, eisglatte Straßen, Nebel. Was hier nach Training zur Rallye Monte Carlo aussieht, sind in Wirklichkeit Versuchsfahrten auf der Porsche-Teststrecke in Weissach für die Safari Rallye in Kenia. In Stuttgart noch tiefer Winter, geht in Kenia gerade der Hochsommer zu Ende. Die Fahrzeuge für diese Staub- und Schlammschlacht müssen aber in Deutschland vorbereitet werden. Also testet man auch in Schnee und Eis. Parallel zu den Vorbereitungen im winterlichen Stuttgart, schweißtreibendes Training im heißen Kenia. Hier Vic Preston Jr., ein einheimischer Spitzenfahrer. Porsche setzt 2 Fahrzeuge ein und verpflichtete als Fahrer Nummer 1 das schwedische Rallye-Ass Björn Waldegard. Waldegard konnte für Porsche schon viele Rallye-Weltmeisterschaftsläufe gewinnen, dazu bei der Safari Rallye einen 2. Platz. Nun will er versuchen, Porsche auch hier siegreich ins Ziel zu bringen. Während die Fahrer im heißen und regnerischen Kenia die 5000 Kilometer lange Strecke trainieren, laufen in Zuffenhausen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein Sieg ist nicht der Erfolg eines Fahrers allein. Ein Sieg, das heißt Teamwork. Zusammenarbeit von der ersten Schraube am Fahrzeug über den Einsatzplan bis hin zum Teamgeist beim Service an der Strecke. Nairobi, die Hauptstadt Kenias, war wieder Start- und Zielpunkt der 26. Auflage dieses heißen Motorsport-Spektakels. Früher wurde die East African Safari Rallye durch Uganda, Tansania und Kenia gefahren. Nun führt dieser Rallye-Weltmeisterschaftslauf in 3 großen Schleifen durch Kenia. In Nairobi schlug Porsche sein Hauptquartier in einer Großgarage auf. Jürgen Barth, für den Service verantwortlich, saß Tag für Tag in der Werkstatt, studierte Karten, entwarf Service- und Einsatzpläne und kontrollierte die Arbeiten an den Einsatz- und Servicewagen. Letzte Vorbereitungen vor der technischen Abnahme. Auch die Fahrer arbeiten mit, machen sich mit jedem Detail vertraut, kennen letztlich jeden Handgriff. Die Servicemannschaft ist bereit. Alle Wagen sind beladen. Es kann losgehen. Technische Abnahme. Jetzt erst bekommt man die mächtige Konkurrenz zu sehen. Begrüßt berühmte Fahrer wie den Löwen von Kenia, Yogendra Singh. Gegen die Streitmächte der Konkurrenz setzt Porsche nur 2 Fahrzeuge ein. Die wartenden Journalisten, Fotografen und Fernsehteams registrieren dies mit Überraschung. Sie bewundern das Selbstvertrauen von Porsche. Fotos von und kleine Gespräche mit den Fahrern und dann nehmen sich die technischen Kommissare der Autos an. Das sportliche Herrichten eines Fahrzeugs unterliegt Regularien. Wer dagegen verstößt, wird nicht zum Start zugelassen. Die Porsche-Fahrer brauchen sich da keine Sorgen zu machen. Ihre Fahrzeuge sind optimal, aber in jedem Falle nach den Bestimmungen vorbereitet. Alles okay, Haube zu. So, nach dem Abschluss der technischen Vorbereitung in der Garage wollen wir jetzt uns noch mal eingehend mit dem Ablauf des Service während der Rallye befassen.
Der Jürgen Barth wird jetzt für jeden Einzelnen noch mal ganz konkret festlegen, wer wo zu fahren und um welche Zeit zu sein hat. Gut, ihr habt alle jetzt die Mappen gekriegt. Am besten ihr nehmt Letzte Servicebesprechung und letzte Fotos. Denn Werbung muss sein. Fahrer, Monteure, Servicemannschaften und Fahrzeuge stellen sich vor dem Start noch einmal gemeinsam den Fotografen. Endlich können Fahrer und Begleitmannschaft vor dem Start noch ein wenig relaxen. Das wird natürlich zu jeder Art von Spaß ausgenutzt. Na, dann gut nass, Herr Janke. Aber die Rallye lässt keinen so richtig los. Während die einen noch schwimmen, fahren die anderen in Gedanken bereits. Starttag. Die erste Schleife über 1829 Kilometer führt über Nakuru, Eldoret nach Kitale. Dann an der Grenze von Uganda vorbei, über Kisumu und Narok zurück nach Nairobi. Großes Tamtam und Ballyhoo am Start vor dem neuen Kongressgebäude im Zentrum Nairobis. Zigtausende von Zuschauern, denn hier gehört der Start einer Rallye noch zu den echten Sensationen. Und man muss einfach dabei gewesen sein. Alles, was gesagt werden musste, ist gesagt. Nun zählt nur noch das fahrerische Können und das kleine Quäntchen Glück, das auch erfolgreiche Rallyefahrer haben müssen. Die Zuschauer harren schon stundenlang aus und dem keniatischen Fernsehen ist dieses Ereignis natürlich eine Live-Übertragung wert. Berittene Polizei muss die Ausfahrtsschneise freihalten. Und dann ist es soweit. Auf der Startrampe Björn Waldegard mit Co-Pilot Hans Torzelius. Beide den Veranstaltern aus den Vorjahren gut bekannt. Ein letztes Macht's gut, Jungs, und Start. An Konkurrenz mangelt es nicht. Hier Kallström-Billstamm mit der Nummer 7 auf einem der vielen Datsuns. Und hier durchfahren Vic Preston Jr. und Co-Pilot John Lyell auf ihrem Porsche das kilometerlange Spalier von Hunderttausenden Zuschauern. Kurz vor der Stadt beginnt bereits die Steppe. Beginnen die staubigen Straßen, kommen die ersten Wasserlöcher. Gefährlich die frei umherstreunenden Giraffen, die ab und zu auf den Wegen stehen. Auf langen Geraden konnten Preston und Waldegard die 250 PS der 3-Liter-Maschinen des 911 SC voll ausnutzen. Beide Teams fuhren in diesen ersten Etappen Bestzeiten. Und das begleitende Flugzeug bekam von den Fahrern nur die Funkmeldung: Everything's under control and okay. Der erste Porsche-Service an der Straße. Die Monteure arbeiten schnell, aber ruhig. Jeder Handgriff sitzt, jeder weiß, was er zu tun hat. Und man hat ein wenig Zeit, denn Björn Waldegard liegt bereits in Führung. Die Erfrischung tut gut, aber Waldegard weiß, das ist erst der Anfang.
Schnelle Inspektion, alles okay, weiter. Nakuru. Ein Regenbogen zeigt die Wetterwende an. Und obwohl es eigentlich noch Tag ist, verdunkeln schwere schwarze Wolken den Himmel. Abends im Park Fermé wird es zur Gewissheit. Es wird wieder regnen. In Nairobi werden die Fahrzeuge vom ersten Rundkurs zurückerwartet. Die beiden Porsche 911 SC haben so viel Zeit gut gemacht, dass sie vorher noch zu einem Check in die Werkstatt fahren können. Schnell werden die beiden Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, Verschleißteile ausgewechselt, Stoßdämpfer sicherheitshalber erneuert. Vic Preston lag bis jetzt in Führung. Wie kam es, dass er zurückgefallen ist, Herr Janke? Vic hatte Order, auf dem ersten Stück Plätze gut zu machen, damit er nicht viele langsame Autos vor sich hat. Leider ist ihm dann ein Stoßdämpfer gebrochen, musste unterwegs ersetzt werden und das hat ihn vom 2. auf den 6. Platz zurückgeworfen. Das Auto ist aber sonst in Ordnung und wir glauben, dass er wieder weiter vorfahren kann. Sie waren schon mal Erster in der ersten großen Schleife und nun liegen Sie wieder auf Platz 6. Was ist los, Vic? We broke a front suspension shock absorber. Uns brach ein Stoßdämpfer und deshalb mussten wir ca. 180 Kilometer langsam fahren. Das Wechseln kostet uns noch einmal 35 Minuten. Wir verloren dann die Hinterradbremse, sodass wir sehr langsam nach Kisumu fahren mussten. Was halten Sie jetzt von Ihrem Wagen, Vic? Der Wagen ist fantastisch, er ist wie neu. Im Kongresszentrum, dem offiziellen Rallye-Büro, sitzen mitten in der Nacht noch ganze Familien und notieren die neuesten Meldungen. Die Reihenfolge der ersten 10 sieht Waldegard auf seinem Porsche auf Platz 1 und Vic Preston auf Platz 7. Beim zweiten Rundkurs sahen die Fahrer kaum noch Staub. Die Wege hatten sich fast überall in morastige Pfade verwandelt, Bäche in reißende Flüsse. Es bedurfte schon eines großen fahrerischen Könnens, hier nicht stecken zu bleiben. Teilnehmer, deren Fahrzeuge schon beschädigt sind, haben es natürlich besonders schwer. Zasada auf Mercedes macht es ganz vorsichtig. In anderen solchen Flussbetten sind seine Teamgefährten Joginder Singh und Andrew Cohen regelrecht abgesoffen. Rauno Altonen, Routinier, schon zum 13. Mal bei der Safari, nimmt diese Wasserhürde mit Schwung. Und diesen indischen Fahrer erwischt es hier beinahe. Wasser in der Elektrik. Sofort eilt indische Hilfe herbei. Aber Hilfe kann auch Ausschluss bedeuten, also lieber mit eigener Kraft versuchen. Andere hinter ihm werden schon ungeduldig. Naja, es hat noch mal geklappt und nun ist der Weg auch für die Nachfolgenden wieder frei. Das ist wichtig, denn nach dem Reglement müssen dort, wo einer durchkommt, alle durchkommen. Auch Björn Waldegard auf seinem Porsche zischt nur so durch die Fluten, eben ein Vollprofi. Auf der Mombasa-Route wird der nächste Porsche-Service aufgebaut. Café für die Fahrer. Ständiger Funkverkehr zwischen den Service-Crews, den begleitenden Flugzeugen und den Rallye-Fahrzeugen. Letzte Nachricht, dem Porsche von Björn Waldegard ist ein Vogel in die Scheibe geflogen. Und da ist Waldegard. Der Vogel wird entfernt, die Scheibe kann erst am nächsten Servicepunkt gewechselt werden. Also weiter. Rauno Altonen auf seinem Datsun, jetzt auf Platz 3 und hinter ihm die Teamgefährten Karlström-Billstam. Sie jagen die Porsche. Auch hier nur ein kurzer Check. Die Fahrzeuge sind in Ordnung und weiter geht's. Nun auch der zurückgefallene Vic Preston am Servicepunkt.
Er ist bei der Aufholjagd, will wieder nach vorne und liegt bereits hier an 5. Stelle. Eine ruhige, beständige Kämpfernatur, denn von 8 gefahrenen Safari-Rallyes kam er 7-mal unter den ersten 5 ins Ziel. Zeit für einen Kaffee. Noch ein Sandwich auf der Hand, aber der Wagen ist fertig und ab geht die Post. Der französische Profi Pierre Nicolas, hier auf einem Peugeot. Die Rallye Monte Carlo 1978 gewann er auf einem Porsche Carrera RS. Die Tiere an der Strecke lassen sich vom Motorengeräusch nicht stören. Sie stehen häufig gefährlich nah an der Straße und springen erst im letzten Moment weg. Nur selten führen die waschbrettartigen und mit Schlaglöchern übersäten Strecken so schnurgerade durch die Steppe. Wenn es regnet, werden sie schlüpfrig und glatt. Trotzdem muss voll gefahren werden. Der Gesamtdurchschnitt der Safari-Rallye liegt bei über 100 Kilometern der Stunde. Taita Hills, Bergland Kenias. Die Hänge haben sich durch den vielen Regen in ein dschungelartiges Grün gehüllt. Die Wege matschig und schlammig. Aber auch hier Vic Preston auf seinem Porsche bei der Aufholjagd. In dieser zweiten Runde ist bis hierhin schon die Hälfte aller Fahrzeuge ausgefallen. Es hat sich eine kleine Spitzengruppe von 8 Fahrzeugen gebildet. In dieser Spitzengruppe auf Platz 2 und 5 die beiden Porsche. Mombasa ist erreicht. Die afrikanische Urlaubstraumstadt am Indischen Ozean empfängt die Fahrer mit gewohnter strahlender Sonne und tiefblauem Meer. Begeisterung an den Straßen und Tausende von Menschen vor dem Kontrollpunkt und rund um den Parc Fermé. Einige Stunden Pause für die Fahrer und dann zurück nach Nairobi. Die Fahrer hatten diesmal etwas mehr Glück. Über Nacht hatte es nicht geregnet. Beim Start wieder die begeisterte Menschenmenge und nun konnte für einige 100 Kilometer voll aufgedreht werden. Zweite Rückkehr nach Nairobi. Aber diesmal hatte es Björn Waldegard erwischt. Er hatte seine Führungsposition verloren. Den Ärger sah man seinem Gesicht deutlich an. Aber er weiß, zusammengezählt wird erst am Schluss. Wieder wird das Fahrzeug einem schnellen, routinierten Check unterzogen. Sorgfalt ist oberstes Gebot. Ingenieur Falk immer dabei. Er will sehen, was gemacht wird, was nötig ist, mit welchem Rat er helfen kann. Und da ist der Wagen von Waldegard bereits fertig und fährt in den Parc Fermé. Am nächsten Morgen Start zur dritten und letzten Runde über 1151 Kilometer. Unter den nur noch 25 übrig gebliebenen Fahrzeugen gehen auch wie selbstverständlich beide Porsche mit Waldegard Torzelius und Preston Lyle an den Start. In der Spitzengruppe nur noch internationale Rallye-Profis, wie hier Rauno Altonen auf Datsun.
Der einzige Einheimische, Vic Preston Jr. auf seinem Porsche, wird von seinen Landsleuten begeistert bejubelt. Letzte Positionskämpfe im Morgengrauen. Das Feld hat sich weiter gelichtet. Nur noch 6 Fahrzeuge können gewinnen. Beide Porsche noch in Wertung und Vic Preston schiebt sich auf Platz 3. Die Strecke stellte noch einmal härteste Anforderungen an die Fahrer und Fahrzeuge und die internationalen Rallye-Profis schenkten sich keine Sekunde. Kurz vor dem Ziel wurde es klar, dass Porsche sein Soll erfüllt hatte. Mit nur 2 Fahrzeugen war man gegen die übermächtige Konkurrenz angetreten, hatte lange geführt und beide Fahrzeuge am Ende in der Spitzengruppe platziert. Bei der Einfahrt in Nairobi jubelten Hunderttausende von Zuschauern den nur noch 8 in Wertung ankommenden Fahrzeugen begeistert zu. Mit ganz knappem Vorsprung, eben mit dem kleinen Quäntchen Glück, wurden Nicolas Lefebvre auf Peugeot Gesamtsieger. Begeistert empfangen von ihren Landsleuten, dann Vic Preston John Lyall auf ihrem Porsche 911 SC. Sie belegten Platz 2. Alle motorsportlichen Veranstaltungen in der ganzen Welt konnte Porsche bisher gewinnen. Aber auch dem 5. Anlauf bei der Safari Rallye, den Gesamtsieg zu erringen, fehlte das kleine bisschen Glück, fehlten die paar Minuten zum Sieg. Übrigens, Alton und Drews wurden trotz eines Überschlags kurz vor dem Ziel auf ihrem Datsun noch Dritte. Tja, und auf Platz 4 kam bereits der zweite Porsche 911 SC mit Valdegard Torzelius ein. Wenn es auch diesmal keinen Gesamtsieg gab, so war die Safari 1978 für Porsche ein großer Erfolg. Ein Erfolg der Leistung und der Zuverlässigkeit.